Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Fühlen Sie sich von früheren Mondforschungen betrogen? Ich weiß, dass es immer noch viele Debatten über die Mondlandung der NASA gibt. Aber seit kurzem ist ein anderer Name im Rennen: Indien. Doch was dann geschah, schockierte die Welt. Die Landung von Chandrayaan-3 hat etwas wahrhaft Verblüffendes zutage gefördert. Ein mit dem Nobelpreis ausgezeichneter Wissenschaftler schlägt Alarm wegen einer beunruhigenden Entdeckung, die alles, was wir über den Weltraum wissen, verändern könnte. Was ist da draußen wirklich? Finden Sie es mit uns in diesem Video heraus. Indiens historische Landung auf dem Südpol des Mondes. Indien hat einen gewagten Sprung ins Unbekannte gewagt und mit der Landung seines Raumschiffs auf dem Südpol des Mondes einen bahnbrechenden Meilenstein erreicht. Diese bemerkenswerte Leistung zementiert nicht nur Indiens Platz unter den Giganten der Weltraumforschung, sondern eröffnet auch ein völlig neues Kapitel in der Suche der Menschheit nach dem Verständnis des Mondes. Nach Überwindung zahlreicher Hindernisse hat die indische Weltraumforschungsorganisation ISRO die Mission Chandrayaan-3 mit unerschütterlicher Präzision und Entschlossenheit gestartet. Der Südpol des Mondes war schon immer ein Ort der Intrigen und Geheimnisse. Lange Zeit unter einem Schleier von Geheimnissen verborgen, soll er gefrorenes Wasser beherbergen, das für die Versorgung künftiger Mondforscher von entscheidender Bedeutung ist. Wasser ist mehr als nur eine Ressource zur Flüssigkeitsversorgung. Es kann in Treibstoff für Raketen umgewandelt werden und ist damit ein Schlüsselelement für die künftige Raumfahrt. Neben Wasser hat der Lander auch wertvolle Mineralien wie Magnesium und Silizium gefunden, die für den Bau von Unterkünften und Werkzeugen auf dem Mond wichtig sein könnten. Die Landung selbst verlief absolut reibungslos. Die Landefähre setzte sanft auf dem zerklüfteten, unberührten Gelände auf und sandte atemberaubende Bilder einer Landschaft, die seit Millionen von Jahren in der Zeit eingefroren ist. Diese atemberaubenden Schnappschüsse fingen eine stille, uralte Welt ein und lösten auf der ganzen Welt Ehrfurcht und Aufregung aus. Aber das war noch nicht alles an Überraschungen. Die Instrumente der Mission fingen unerwartete Signale auf, ungewöhnliche Wärmeimpulse und ein mysteriöses Material im Mondboden, das sich anders verhielt als alles, was die Wissenschaftler je gesehen hatten. Diese bizarren Entdeckungen haben die Neugierde geweckt und eine Fülle von Fragen aufgeworfen, die die Forscher dazu veranlassen, den verborgenen Geheimnissen des Mondes auf den Grund zu gehen. Diese kühne Mission ist nicht nur ein Sieg für Indien, sondern für alle Träumer, die nach den Sternen greifen. Sie ist ein Beweis für die Kraft von Beharrlichkeit, Teamwork und Mut. Der Erfolg Indiens erinnert uns daran, dass wir mit sorgfältiger Planung und Mut auch die schwierigsten Ecken des Weltraums erschließen können. Jede neue Entdeckung bringt uns dem Verständnis unseres Platzes im Kosmos einen Schritt näher und gibt uns einen Einblick in die unglaublichen Abenteuer, die vor uns liegen. Wenn wir den Mond mit neuem Staunen betrachten, sehen wir endlose Möglichkeiten, die darauf warten, erforscht zu werden. Die Landung am Südpol ist ein leuchtendes Symbol für die menschliche Neugier und Entschlossenheit, eine Inspiration, weiter zu forschen, zu träumen und die Grenzen des Möglichen zu verschieben. Jeder Schritt, den wir bei der Erforschung des Weltraums machen, bringt uns einer Zukunft voller unendlicher Möglichkeiten näher. Die Erschließung der Mondressourcen. Der Mond ist nicht nur eine stille Kugel am Nachthimmel. Er birgt viele verborgene Schätze, die die Art und Weise, wie wir den Weltraum erforschen, verändern könnten. Seit Jahren hoffen Wissenschaftler darauf, auf dem Mond neue Wasserquellen und wichtige Mineralien zu finden. Die jüngsten Missionen haben uns der Entdeckung dieser unter der staubigen Oberfläche verborgenen Schätze näher gebracht als je zuvor. Einer der spannendsten Funde ist das Vorhandensein von gefrorenem Wasser. Wasser auf dem Mond mag einfach klingen, aber es birgt große Chancen. Wenn Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten wird, kann es als Treibstoff für Raketen verwendet werden. Das bedeutet, dass künftige Missionen weniger auf Vorräte von der Erde und mehr auf die eigenen Ressourcen des Mondes angewiesen sein könnten. Das Wassereis, das in tiefen, schattigen Kratern in der Nähe des Südpols des Mondes gefunden wurde, gibt uns Hoffnung für den Bau langfristiger Basen, in denen Astronauten leben und arbeiten können. Aber Wasser ist nur der Anfang. Im Mondboden, auch Regolith genannt, haben Wissenschaftler mehrere wichtige Mineralien entdeckt. Es wurden Elemente wie Magnesium, Silicium, Aluminium, Calcium, Eisen und sogar Schwefel gefunden,
Diese Elemente sind für die Herstellung von Baumaterialien unerlässlich und könnten bei der Schaffung von Strukturen helfen, die menschliches Leben auf dem Mond ermöglichen. Schwefel könnte zum Beispiel auf frühere vulkanische Aktivitäten hinweisen, was bedeuten könnte, dass der Mond eine noch reichere Geschichte hat, als wir dachten. Die Suche nach diesen natürlichen Ressourcen ist mehr als nur eine wissenschaftliche Aufgabe. Sie ist ein Schritt in Richtung einer Zukunft, in der der Mond zu einem Sprungbrett für die Raumfahrt werden könnte. Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit einheimischem Material eine einfache Mondbasis bauen. Eine solche Basis könnte als Zwischenstation für künftige Missionen zum Mars und darüber hinaus dienen. Die Forscher sind begeistert von diesen vielversprechenden Entdeckungen. Mit jedem neuen Datensatz erfahren wir mehr über das Potenzial des Mondes für die menschliche Präsenz. Die Arbeit von Wissenschaftlern und Ingenieuren bei Missionen wie Chandrayaan-3 zeigt, dass selbst Gebiete, die einst als unfruchtbar galten, Ressourcen verbergen können, die für unsere Zukunft lebenswichtig sind. Sie haben eine Tür zu einer Schatztruhe mit Wasser, Mineralien und anderen Elementen geöffnet, die uns eines Tages helfen könnten, eine nachhaltige menschliche Präsenz im Weltraum aufzubauen. Wenn wir den Mond weiter erforschen und studieren, werden wir vielleicht bald sehen, dass seine verborgenen Ressourcen zu Bausteinen für neue Häuser, neue Brennstoffe und neue Wege in die Weiten des Weltraums werden. Die Reise zur Entschlüsselung dieser Mondressourcen hat gerade erst begonnen. Und sie erfüllt uns mit Hoffnung und Staunen für die Zukunft der Weltraumerkundung. Das Rätsel eines nicht identifizierten elektromagnetisch absorbierenden Materials. Bei einer kürzlich durchgeführten Mission zum Mond haben Wissenschaftler etwas sehr Seltsames entdeckt. Bei der Untersuchung der staubigen Oberfläche in der Nähe des Südpols des Mondes entdeckte der Rover Hinweise auf eine unbekannte Substanz, die sich ganz anders verhielt als jedes andere Gestein oder Mineral. Dieses mysteriöse Material erregte die Aufmerksamkeit von Forschern auf der ganzen Welt, weil es elektromagnetische Energie aufsaugt, ähnlich wie ein Schwamm Wasser aufsaugt. Zunächst verwirrten die ungewöhnlichen Messwerte alle. Die Instrumente zeigten, dass diese Substanz nicht so reagiert wie normaler Mondstaub, wenn er vom Sonnenlicht getroffen wird. Anstatt Licht und Wärme zu reflektieren, schien er Energie aus seiner Umgebung zu absorbieren und nur sehr wenig zurückzulassen. Dieses Verhalten unterscheidet sich deutlich von den üblichen Materialien, die auf dem Mond oder auf der Erde zu finden sind. Und es hat viele neue Fragen über den Untergrund aufgeworfen. Viele Experten fragen sich nun, was dieses Material so einzigartig macht. Eine Idee ist, dass es eine besondere Struktur haben könnte, die es ihm ermöglicht, Energie sehr leicht einzufangen. Die Wissenschaftler hoffen, durch eine sorgfältige Untersuchung mehr darüber zu erfahren, wie die Natur auf eine Art und Weise funktionieren kann, die wir nicht vollständig verstehen. Einige vermuten sogar, dass diese energieabsorbierende Eigenschaft eines Tages zur Energiespeicherung genutzt werden könnte, sowohl für künftige Weltraummissionen als auch für die Nutzung hier auf der Erde. Diese Entdeckung macht deutlich, dass selbst unser nächster Nachbar im All noch viele Geheimnisse birgt, die darauf warten, gelüftet zu werden. Diese Entdeckung hat bei Studenten, Forschern und Weltraumbegeisterten gleichermaßen große Begeisterung ausgelöst. Sie zeigt, dass der Mond nicht nur ein alter, Le Blauser Fels ist, sondern ein Ort voller Überraschungen und verborgener Geheimnisse. Mit jedem neuen Datensatz wird unser Blick auf den Mond interessanter und voller Rätsel, die das in Frage stellen, was wir zu wissen glaubten. Diese unbekannte Substanz ist eines dieser Rätsel, ein winziger Teil einer viel größeren Geschichte über die Kräfte, die in unserem Sonnensystem wirken. In den kommenden Jahren werden weitere Missionen den Südpol des Mondes noch genauer erforschen. Wissenschaftler planen, Proben dieses seltsamen Materials zu sammeln und sie in Labors auf der Erde zu untersuchen. Sie hoffen, dass wir durch das Verständnis des Geheimnisses dieses elektromagnetischen Absorbers neue Ideen für die Energiespeicherung finden und mehr über die verborgenen Mechanismen unseres Universums erfahren können. Das Geheimnis dieses Materials bleibt ungelöst und lädt neugierige Geister dazu ein, nach Antworten zu suchen und die Grenzen unseres Wissens immer weiter zu verschieben. Anomale Wärmesignaturen. Der Mond ist als kaltes und stilles Gestein bekannt, aber jüngste Erkenntnisse haben etwas wirklich Ungewöhnliches gezeigt. Spezielle Instrumente auf einer Mondmission haben Wärmesignale aufgefangen, die nicht dem entsprechen, was wir normalerweise erwarten. Statt einer gleichmäßigen, ruhigen Kälte gab es Ausbrüche von Wärme unter der Oberfläche.
Diese mysteriösen Wärmeflecken haben die Wissenschaftler neugierig gemacht und wollen mehr erfahren. Zunächst dachten die Experten, dass die Wärme durch einfache Reflexionen des Sonnenlichts oder die Erwärmung von Staub entstehen könnte. Doch die Messungen entsprachen nicht dem üblichen Muster. Die Sensoren zeigten Wärme an, die auf seltsame Weise zu- und abnahm. Es schien, als hätte der Mond verborgene Bereiche, die sich auch bei geringer Sonneneinstrahlung erwärmen können. Dieser Befund ist sehr rätselhaft. Denn der Mond gilt als geologisch tot, was bedeutet, dass er schon vor langer Zeit abgekühlt sein müsste. Eine Idee ist, dass diese warmen Stellen durch versteckte Materialien unter der Oberfläche verursacht werden könnten. Einige Wissenschaftler fragen sich, ob es spezielle Elemente oder Gesteine gibt, die Wärme speichern und im Laufe der Zeit langsam wieder abgeben. Andere haben vorgeschlagen, dass es unbekannte, tief vergrabene Strukturen geben könnte, die eine kleine, unerwartete Energiefreisetzung ermöglichen. Wie dem auch sei, das Vorhandensein dieser sich verändernden Wärmesignale zeigt uns, dass der Mond nicht so inaktiv ist, wie wir einst glaubten. Diese Entdeckung hat viele Fragen zur Geschichte des Mondes aufgeworfen. Wenn der Mond diese Wärmeausbrüche erzeugen kann, dann hat er vielleicht ein Innenleben, das wir bisher nicht bemerkt haben. Das Geheimnis stellt die alte Vorstellung vom Mond als leblosem Satelliten in Frage. Stattdessen scheint es möglich, dass hier verborgene Prozesse am Werk sind, die die Art und Weise verändern könnten, wie wir zukünftige Mondmissionen oder sogar langfristige Basen auf der Mondoberfläche planen. Die Erforschung dieser anomalen Wärmesignaturen ist wichtig. Mit weiteren Forschungen wollen die Wissenschaftler herausfinden, was die warmen Flecken verursacht und ob das Muster Hinweise auf die Vergangenheit des Mondes geben kann. Jede neue Entdeckung, selbst ein kleiner Wärmeausbruch, kann uns helfen, die Geschichte unseres Sonnensystems besser zu verstehen. Bis auf Weiteres bleiben diese seltsamen Wärmesignale ein willkommenes Rätsel, das uns daran erinnert, weiter zu forschen und immer wieder einen zweiten Blick auf den stillen Raum um uns herum zu werfen. Dieser unerwartete Ausbruch von Wärme, ein kleiner Hinweis aus einer fernen Welt, mahnt uns, unseren Geist offen zu halten und unsere Neugierde wach zu halten, während wir die vielen Geheimnisse erforschen, die auf dem Mond verborgen sind. Entdeckungen unter der Oberfläche. Die jüngsten Mondmissionen haben unglaubliche Geheimnisse aufgedeckt, die direkt unter der Oberfläche des Mondes verborgen sind. Was zunächst wie ein lebloses Gestein aussah, birgt viele Überraschungen. Als Wissenschaftler mit Hightech-Radaren den Boden in der Nähe des Südpols absuchten, fanden sie Anzeichen für tiefe Hohlräume und seltsam organisierte Strukturen unter der staubigen Kruste. Diese Erkenntnisse haben bei Forschern auf der ganzen Welt eine Mischung aus Aufregung und Vorsicht ausgelöst. Nach der Landung der Raumsonde begannen ihre Rover, die Oberfläche zu erkunden und Bilder und Daten zu senden. Anstatt nur Felsen und feinen Staub zu finden, entdeckten die Instrumente eine unterirdische Höhle, die viel zu sauber aussah, um natürlich zu sein. Das Radar zeigte gitterartige Muster und metallähnliche Formen, die auf eine von Menschenhand geschaffene oder sehr ungewöhnliche Quelle hindeuteten. Es war, als ob der Mond ein altes Geheimnis verbarg, das lange vor unseren Augen verborgen war. Die Entdeckung dieser unterirdischen Merkmale hat unsere Sicht auf den Mond verändert. Was man einst für einen toten, unveränderlichen Ort hielt, ist nun voller Hinweise darauf, dass dort etwas Großes passiert ist. Einige Experten glauben, dass die ungewöhnlichen Formen die Überreste einer alten Struktur sein könnten, während andere meinen, dass sie das natürliche Ergebnis von Kräften sind, die wir noch nicht verstehen. Noch ist sich niemand sicher, aber die Chance, etwas Neues über unseren nächsten Nachbarn im All zu erfahren, erfüllt jeden mit Staunen. Diese verborgenen Kammern könnten viele Schlüssel zur Vergangenheit des Mondes enthalten. Sie könnten erklären, woher das Wasser und andere wertvolle Ressourcen stammen. Sie könnten uns sogar zu neuen Ideen darüber führen, wie Leben entstanden sein könnte oder was fortgeschrittene Zivilisationen vor langer Zeit getan haben könnten. Die Entdeckungen unter der Oberfläche erinnern uns daran, dass der Weltraum voller unerwarteter Geheimnisse ist, die darauf warten, enthüllt zu werden. Bei der Planung künftiger Missionen sind die Wissenschaftler bestrebt, in diese geheimnisvollen Gebiete zurückzukehren. Sie hoffen, weitere Proben zu nehmen und die seltsamen Materialien zu untersuchen, die sie in der Kaverne gefunden haben. Jeder neue Fund hilft uns, die Geschichte des Mondes zu verstehen und wirft neue Fragen über unseren Platz im Kosmos auf. Die Geheimnisse, die unter der Mondoberfläche verborgen sind, zeigen uns, dass es noch so viel zu erforschen gibt.
Mit jeder Entdeckung wächst unsere Neugier auf die große verborgene Welt, die jenseits dessen liegt, was das Auge sehen kann. Diese Reise in die Tiefen des Mondes erfüllt unsere Herzen mit Hoffnung. Die Geologie des Mondes neu schreiben. Unter der Oberfläche des Mondes gibt es Geheimnisse, die darauf warten, entdeckt zu werden. Jüngste Missionen haben begonnen, versteckte Hinweise zu enthüllen, die sagen, dass unser nächster Nachbar aktiver und voller Überraschungen ist, als wir bisher dachten. Die indische Mission Chandrayaan-3 hat eine Schlüsselrolle bei der Enthüllung dieser Geheimnisse unter der Oberfläche gespielt. Nach der Landung in der Nähe des Südpols des Mondes begann der Rover seine sorgfältige Suche nach Hinweisen, die unter Staub und Felsen vergraben waren. Die Instrumente des Rovers entdeckten sanfte Erschütterungen und seltsame Zeichen unter der Oberfläche. Diese sanften Erschütterungen, seismische Signale genannt, deuten darauf hin, dass sich der Mond noch langsam verändert. So etwas haben die Wissenschaftler noch nie in einer Welt gesehen, die als tot und ruhig galt. Bei den Scans des Untergrunds wurden auch Spuren seltsamer Elemente wie Schwefel in Verbindung mit gewöhnlichen Mineralien entdeckt. Das Vorhandensein dieser Elemente veranlasst die Forscher zu der Frage, ob frühere vulkanische Aktivitäten oder andere Ereignisse tief unter der Erde Spuren hinterlassen haben. Neben den Beben und seltsamen Elementen fanden die Instrumente auch Hinweise auf Wassereis, das in Bereichen verborgen ist, die nie die Sonne sehen. Dieses Eis könnte über Milliarden von Jahren gespeichert worden sein und gibt Hoffnung für künftige Basen auf dem Mond. Wenn die Astronauten Wasser vom Mond nutzen können, müssen sie vielleicht nicht so viele Vorräte von der Erde mitbringen. Dies ist ein Schritt, der unsere Planungen für die Raumfahrt und das Leben auf anderen Welten verändern könnte. Diese unterirdischen Entdeckungen sind wie Teile eines Puzzles, die uns helfen, die Vergangenheit des Mondes und sein verborgenes Potenzial zu verstehen. Jede neue Erkenntnis bringt uns einem klareren Bild davon näher, wie der Mond entstanden ist und wie er menschliches Leben beherbergen könnte. Die wachsende Begeisterung von Wissenschaftlern und Weltraumfans zeigt, dass viele Geheimnisse darauf warten, gelüftet zu werden. Sie sehen den Mond nicht als kargen Felsen, sondern als einen Ort mit einer lebendigen Geschichte und dem Versprechen von unerschlossenen Ressourcen. Die jüngsten Hinweise erinnern uns daran, dass es immer noch mehr zu lernen gibt. Wenn künftige Missionen tiefer in die Schichten des Mondes eindringen, könnten wir bald Geheimnisse lüften, die unsere Schritte im Weltraum leiten werden. Das Abenteuer unter der Oberfläche verspricht, unsere Sicht auf den Mond zu verändern und sogar unsere Zukunft zwischen den Sternen zu gestalten. Jedes neue Beweisstück erinnert uns daran, dass unser Streben nach Wissen endlos ist und dass die tiefen Geheimnisse unter dem Mond noch darauf warten, von uns entdeckt zu werden. Die technischen Anomalien von Chandrayaan-3 und das rätselhafte Verhalten des Rovers. Die jüngste indische Mondmission hat mit ihren technischen Anomalien und dem rätselhaften Verhalten des Rovers die Voraussetzungen für überraschende Entdeckungen geschaffen. Nach der reibungslosen Landung in der Nähe des unerforschten Südpols des Mondes begann die Mission, Daten zurückzusenden, die die Wissenschaftler verblüfften. Was als Routineuntersuchung begann, entwickelte sich schnell zu einer Reihe unerwarteter Ereignisse, die viele Fragen über die Mondoberfläche und die dort wirkenden verborgenen Kräfte aufwarfen. Kurz nach der Landung machte sich der Praying Rover auf den Weg, um Bilder aufzunehmen und den Mondboden zu analysieren. Zunächst lieferten seine Instrumente klare Daten und ständige Aktualisierungen. Doch schon bald begann der Rover technische Probleme zu haben. Seine Sensoren sendeten gemischte Signale und seine Bewegungen wurden unberechenbar. Das Team fragte sich, ob die raue Umgebung auf dem Mond oder unerwartete Materialien die Geräte beeinträchtigten. Ein faszinierender Fund war die Entdeckung einer seltsamen Substanz im Mondstaub. Die Spektrometer des Rovers empfingen Signale von einem Material, das elektromagnetische Energie absorbiert, ähnlich wie ein Schwamm Wasser aufnimmt. Im Gegensatz zu gewöhnlichem Gestein reflektierte dieses unbekannte Material weder Licht noch Wärme auf die übliche Weise. Stattdessen schien er Energie einzufangen, was die Wissenschaftler verblüffte und über seine wahre Natur rätseln ließ. Darüber hinaus wurden bei der Mission plötzliche Wärmeausbrüche unter der Oberfläche registriert. Obwohl der Mond im Allgemeinen kalt ist, traten diese warmen Stellen unerwartet auf. Sie könnten auf versteckte Hohlräume oder sogar winzige geothermische Taschen unter der Kruste hinweisen. Solche Wärmesignaturen stellen unser bisheriges Bild vom Mond in Frage und deuten darauf hin,
dass sein Inneres möglicherweise aktiver ist als bisher angenommen. Diese technischen Anomalien und das ungewöhnliche Verhalten des Rovers haben bei den Forschern großes Interesse und Besorgnis geweckt. Sie bieten einen neuen Einblick in die komplexe Natur der Mondumgebung. Chandrayaan-3 hat nicht nur Indiens Fähigkeiten in der Weltraumforschung unter Beweis gestellt, sondern auch Türen zu Geheimnissen geöffnet, die unser Verständnis des Mondes verändern könnten. Künftige Missionen werden diese Signale sorgfältig untersuchen müssen, um die unter der Oberfläche verborgenen Geheimnisse zu lüften. Diese Herausforderungen erinnern uns daran, dass die Erforschung des Weltraums voller Überraschungen steckt. Jede technische Panne und jedes unerwartete Ereignis lehrt uns mehr über unser Universum und hilft uns, unsere zukünftige Reise zu planen. Je mehr Daten Chandrayaan-3 zurücksendet, desto neugieriger werden wir auf die verborgenen Tiefen des Mondes. Solche tiefgreifenden Geheimnisse inspirieren uns dazu, immer weiter ins Unbekannte vorzudringen und die Grenzen dessen, was wir für möglich halten, zu erweitern. Speculative Ursprünge. Die jüngsten Mondmissionen haben unser Bild vom Mond verändert. Was einst als einfacher, im Weltraum schwebender Felsen galt, hat sich inzwischen zu einem Ort voller Geheimnisse entwickelt. Die neuen Daten der indischen Chandrayaan-3-Mission werfen bei den Wissenschaftlern Fragen zu den seltsamen Merkmalen auf, die sich unter der Oberfläche des Mondes verbergen. Sie haben ein mysteriöses Material gefunden, das Energie zu absorbieren scheint, ungewöhnliche geometrische Formen und plötzliche warme Stellen, wo es eigentlich kalt sein sollte. Diese Hinweise deuten darauf hin, dass der Mond eine weitaus komplexere Vergangenheit hat, als wir uns je vorstellen konnten. Viele Experten fragen sich nun, ob diese seltsamen Zeichen das Werk von Naturkräften oder das Ergebnis eines uralten, vergessenen Prozesses sind. Einige meinen, das ungewöhnliche Material könnte durch die rauen Bedingungen auf dem Mond entstanden sein, während andere meinen, es könnte ein Beweis für eine fortgeschrittene Zivilisation sein, die den Mond einst besuchte oder sogar dort lebte. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass dieses Material mit nichts auf der Erde Bekanntem übereinstimmt. Solche Gedanken öffnen die Tür für wilde Ideen. Könnte jemand oder etwas eine geheime Botschaft oder versteckte Werkzeuge tief im Mondboden hinterlassen haben? Die Idee der spekulativen Ursprünge geht über einfache Geologie hinaus. Sie lädt uns ein, über verlorene Kapitel unserer Geschichte und Geheimnisse, die im Weltraum verborgen liegen, nachzudenken. Geschichten über alte Menschen oder sogar außerirdische Besucher haben lange Zeit unsere Mythen erfüllt. Und jetzt lassen neue Erkenntnisse diese Ideen weniger weit hergeholt erscheinen. Der Mond könnte Energiesysteme oder Strukturen verbergen, die seit vielen Millionen Jahren überlebt haben und darauf warten, entdeckt zu werden. Jede neue Information zwingt uns, unser Wissen zu überdenken und regt unsere Fantasie und unsere Theorien an. Diese Suche nach Antworten erinnert uns daran, dass trotz unserer zahlreichen Fortschritte immer noch vieles im Universum rätselhaft erscheint. Spekulative Ursprünge fordern uns auf, alte Ideen mit neuen Augen zu betrachten und mutig zu erforschen. Sie ermutigen Nationen und Forscher, weitere Missionen zur Erforschung dieser verborgenen Wunder zu planen. Auf diese Weise können wir nicht nur die Vergangenheit des Mondes erforschen, sondern auch mehr über unsere eigenen Anfänge und unseren Platz im Kosmos erfahren. Auf unserer Entdeckungsreise regt der Gedanke an spekulative Ursprünge zum Staunen und Nachdenken an. Der Mond, der lange Zeit als schweigend und unveränderlich galt, spricht nun zu uns im Flüsterton einer tiefen und unerklärlichen Vergangenheit, damit wir zuhören und lernen. Auswirkungen auf die Besiedlung des Mondes und die Nutzung von Ressourcen. Wenn wir an den Mond denken, stellen wir uns oft einen kalten, leblosen Felsen vor, der in den Weiten des Weltraums treibt. Jüngste Entdeckungen haben diese Sichtweise jedoch völlig verändert und zeigen das Potenzial des Mondes als Schatzkammer für Ressourcen und als Sprungbrett für die Zukunft der Menschheit im Weltraum. Die indische Mission Chandrayaan-3 hat enthüllt, dass der Mond der Schlüssel zu neuen Möglichkeiten der menschlichen Besiedlung sein könnte, mit Ressourcen, die ein Leben dort nicht nur machbar, sondern auch nachhaltig machen könnten. Zu den aufregendsten Erkenntnissen gehört die Entdeckung von Wassereis in den tiefen, ständig beschatteten Kratern in der Nähe des Südpols des Mondes. Wasser ist nicht nur überlebenswichtig, sondern kann auch in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten werden, wodurch Treibstoff für Raketen entsteht. Dieser Durchbruch bedeutet, dass künftige Mondsiedler auf Wasser vom Mond selbst zurückgreifen könnten,
anstatt auf teure Transporte von der Erde angewiesen zu sein, was die Errichtung einer Mondbasis wesentlich praktischer und erschwinglicher machen würde. Aber der Reichtum des Mondes beschränkt sich nicht nur auf Wasser. Er ist auch reich an Mineralien wie Silizium und sogar Spuren von Schwefel, den wichtigsten Zutaten für Baumaterialien, Werkzeuge und Treibstoff. Mit diesen Ressourcen könnten die Astronauten alles, was sie brauchen, direkt auf dem Mond herstellen, ein Prozess, der als In-situ-Ressourcennutzung bekannt ist. Dadurch könnten die Kosten und die Komplexität von Mondmissionen drastisch gesenkt werden, da die Forscher das nutzen könnten, was der Mond von Natur aus bietet, anstatt alles von der Erde zu transportieren. Die Daten von Chandrayaan-3 deuten auch darauf hin, dass der Mond aktiver ist, als wir bisher angenommen haben. Die Instrumente registrierten seltsame Wärmesignale und kleine Beben auf der Mondoberfläche. Diese Zeichen bleiben zwar geheimnisvoll, aber sie erinnern uns daran, dass der Mond keine statische, träge Welt ist, er ist dynamisch. Das Verständnis dieser Kräfte wird entscheidend sein für die Gestaltung sicherer Landezonen und den Bau von Basen, die unerwarteten Veränderungen auf dem Mond standhalten können. Diese Erkenntnisse sind mehr als nur wissenschaftliche Durchbrüche. Sie ebnen den Weg für eine Zukunft, in der der Mond als Startrampe für die Erforschung des Weltraums dienen könnte. Durch die Nutzung der natürlichen Ressourcen des Mondes für den Bau von Unterkünften und die Produktion von Treibstoff könnte die Besiedlung des Mondes viel früher erfolgen, als wir es uns vorstellen können. Dies ist nicht nur ein Fortschritt für Mars-Missionen, sondern auch ein Hoffnungsschimmer für eine Zukunft, in der die Menschen jenseits der Erde gedeihen und arbeiten. Mit den Erkenntnissen aus Missionen wie Chandrayaan-3 werden unsere Träume von der Expansion in den Weltraum und vom Leben auf anderen Planeten immer greifbarer. Die Geheimnisse des Mondes werden gerade erst gelüftet. Und mit jeder Entdeckung kommen wir der Verwirklichung dieser Träume einen Schritt näher. Global Reaktionen. Indiens Chandrayaan-3-Mission hat die Welt in Aufruhr versetzt und so viel Aufmerksamkeit erregt wie nur wenige Meilensteine der Raumfahrt. Als Indien als 4. Nation ein Raumschiff auf dem Mond landete, löste es eine Welle des Stolzes und der Begeisterung aus, die weit über seine Grenzen hinausging. Die Nachricht wurde auf der ganzen Welt mit Jubel aufgenommen und löste Gespräche unter Wissenschaftlern, Enthusiasten und sogar Gelegenheitsbeobachtern aus. Der Südpol des Mondes, einst ein weit entferntes Geheimnis, wird nun dank der bahnbrechenden Entdeckungen von Chandrayaan-3 genau unter die Lupe genommen. Die Mission hat Wassereis, seltene Mineralien und rätselhafte Signale unter der Mondoberfläche entdeckt, Ergebnisse, die Experten und Weltraumfans gleichermaßen in Erstaunen versetzen. Namhafte Persönlichkeiten wie der Physiker Michio Kaku haben ihre Verwunderung zum Ausdruck gebracht, während der Tech-Mogul Elon Musk vorsichtigen Optimismus verströmte und auf die möglichen Risiken hinwies, die in diesem neuen Grenzgebiet lauern. Die Aufregung, gemischt mit einem Hauch von Vorsicht, hat die sozialen Medien in ein lebhaftes Forum der Spekulation, des Staunens und der Neugier verwandelt. Enthusiasten, Wissenschaftler und die Öffentlichkeit teilen ihre Gedanken. Einige stellen sich eine Zukunft vor, in der die Menschheit auf dem Mond gedeiht, während andere über die seltsamen Materialien und Wärmewerte nachdenken, die auf etwas Geheimnisvolleres unter der Oberfläche hinweisen. Dieser lebhafte Diskurs spiegelt eine tiefere Verbundenheit mit dem Weltraum wider als je zuvor, denn wir staunen gemeinsam über das Unbekannte. Rund um den Globus berichteten die Medien in erster Linie über Chandrayaan-3 und lobten die sorgfältige Planung und den kosteneffizienten Ansatz Indiens bei der Erforschung des Weltraums. Der Erfolg der Mission wird als potenzielles Tor für eine stärkere internationale Zusammenarbeit gesehen, das Türen für weitere Forschung und technologische Fortschritte öffnet. Akademiker und Forscher aus allen Teilen der Welt diskutieren nun sowohl in Klassenzimmern als auch in Online-Foren, um die unerwarteten Ergebnisse zu entschlüsseln. Die Hoffnung ist, dass dieser neu entdeckte Geist der Zusammenarbeit die Weltraumforschung zu neuen Höhen führt und die Nationen im Streben nach Wissen und Entdeckung zusammenbringt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, es zu liken und zu abonnieren, um weitere spannende Inhalte zu erhalten. Bis zum nächsten Mal. Passen Sie auf sich auf und erforschen Sie weiter.